Moin Leflü und hey Ali Hopper, zurück bei mir Radbot und den Schweden in Victoria 3. Ja, als erstes machen wir heute Folgendes. Wir müssen mal über unseren Handel sprechen. Und zwar würde ich sagen, wir haben momentan leichte Zölle auf Import von verschiedenen Dingen. Und das würde ich bei dem einen oder anderen rausnehmen. Getreide zum Beispiel wollen wir importieren, Fleisch wollen wir auch importieren. Hartholz machen wir selber genug, das exportieren wir ja eher. Subventionen für Export, niedrige Zelle für Export. Ja, das können wir schon machen. Tabak wollen wir nichts drauf, oder? Ja, Tabak, Tee, das lassen wir gerade mal alles. Kleidung können wir ruhig importieren, Handelsmarine. Behaupte ich, machen wir eigentlich selber genug. Kaffee machen wir genug, Papier wollen wir importieren, Luxuskleidung wollen wir eher exportieren. Clipper können wir importieren. Kohle müssen wir importieren, Luxusmöbel brauchen wir nicht, Seide müssen wir importieren, Munition, Porzellan brauchen wir nicht, Artillerie brauchen wir auch nicht. Munition brauchen wir auch nicht, das brauchen wir inzwischen selber. Ah, warte, jetzt können wir das hier nochmal machen. Nein, wir wollen... Im Grunde wollen wir Geld dafür, dass wir Eisen exportieren. Wir wollen hohe Zölle auf Import, damit wir wenig Eisen importieren und das selber bauen sozusagen. Wir wollen das natürlich gerne exportieren. Das können wir auch mit einem leichten Zoll, mit niedrigen Zöllen können wir es belegen. Tuch können wir ruhig importieren. Getreide wollen wir importieren, das wollen wir nicht exportieren. Da werden wir auch hohe Zölle drauf machen. Fleisch wollen wir gerne importieren, auch da können wir hohe Zölle drauf machen. Hartholz wollen wir exportieren mit leichten Zöllen, das wollen wir überhaupt nicht importieren. Tabak. Das bleibt alles so, Tee bleibt so, Kleidung importieren wir sehr viel. Dann wollen wir das eventuell nicht exportieren. Achso, wenn wir es nicht exportieren wollen. Wir importieren das, das heißt wir machen das ohne Zölle. Andererseits sind das ist Kleidung ja eine sehr gute Handelsware, weil man davon viel herstellen kann. Es gibt viele Jobs. Momentan haben wir aber noch nicht die Infrastruktur für Kleidung. Das heißt, momentan wollen wir das erstmal importieren. Das wird sich aber noch ändern. Wir werden das exportieren und dann hoch besteuern, wenn wir es importieren. Handelsmarine wollen wir überhaupt nicht importieren. Achso, was war falsch? Wir wollen hohe Zölle. Handelsmarine brauchen wir nicht importieren. Da stellen wir genug selber von her. Exportieren wollen wir die eigentlich auch nicht. Ein bisschen können wir darauf verdienen. Kaffee. Ja, wollen wir importieren. Können wir auch exportieren. Machen wir mal einen leichten Zoll drauf. Papier wollen wir auf keinen Fall importieren. Wollen wir. Moment. Wir importieren das gerade extrem. Das wollen wir nicht. Wir wollen das ein bisschen teurer exportieren. Luxuskleidung exportieren wir komplett. Da können wir aber nichts einstellen, weil wir keine Subvention auf Luxuskleider in irgendeinem Vertrag haben. Clip bauen wir selber, können wir meinetwegen exportieren, wenn wir sie denn haben. Färbemittel bleibt so wie es ist. Möbel können wir auch nichts mitmachen. Kohle müssen wir natürlich importieren, das heißt wir wollen die günstig importieren. Wollen wir eher bei uns im Land haben, das heißt wir lassen dann leichten Export drauf. Luxusmöbel stellen wir denn selber welche her? Ja, überhaupt Möbel her?
Oh, wir sind Schweden und stellen keine Möbel her. Ein Skandal. Das sollten wir auf jeden Fall in jedem unserer Staaten einmal machen. Und wenn wir dann soweit sind, dann exportieren wir die bitte auch und importieren die nicht, aber soweit sind wir noch nicht. Seide müssen wir importieren, können wir gar nicht exportieren. Können wir so günstig importieren. Munition. Stellen wir jetzt eigentlich selber her, ne? Die Frage, wie gut wir das herstellen. Da wollen wir aber die hiesige Produktion ankurbeln. Export können wir doch ruhig machen. Porzellan wollen wir importieren. Artillerie ist dasselbe. Da wollen wir auch eine eigene Produktion. Holz kann so bleiben. Fisch können wir gerne günstig importieren. Werkzeuge. Günstig importieren, teuer exportieren. Obst günstig. Und teuer exportieren. Davon haben wir nicht so viel. Ja. Sprit wollen wir nicht importieren. Das wollen wir zu Hause herstellen. Zucker. Handfeuerwaffen wollen wir auch zu Hause herstellen. So, da sollten wir den Export drin lassen. Kriegsschiffe wollen wir. Kriegsschiffe. Da haben wir auch eine eigene Produktion, ne? Brauchen wir auch nicht. Wein kann so bleiben. Öl brauchen wir noch nicht. Schwefel. Stellen wir auch selber her. Kommt also auch ein Import- und Exportzoll drauf. Gut. Wir haben weiter im Blick, dass wir Finnland und Karelien hier erobern wollen. Und im Schritt 2 das Mare Nostrum, Schritt 1 ist auch Dänemark. Hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Machen wir ein bisschen langsamer. Wir haben jetzt den Nationalismus freigeschaltet, das ist schon mal gut im weitesten Sinne. Ja, wir wollen nicht, dass die Landbewohner unglücklich sind, deswegen, die sind schon unglücklich, weil wir koloniale Ausbeutung machen. Das finden die schon nicht so gut. Wollen wir die nicht noch mehr erzürnen? Wir könnten eigentlich mal... Ja, ich nehme an, dass wir... Ja, Krieg kriegen wir da nicht hin. Frankreich ist auf unserer Seite, aber Österreich und Preußen auf russischer. Vielleicht wäre Großbritannien noch auf unserer Seite, aber darauf können wir uns jetzt erstmal nicht verlassen. Okay, die Vereinbarung geht noch 7 Monate. Und die wird dann auch nicht erweitert. Wenn wir hier... Handelsprivilegien will ich eigentlich wohl haben. Unabhängigkeit garantieren. Müssen wir kurz Pause machen. Eigentlich soll er gern, also erstmal so das 25 Jahre und ich hätte gern Verteidigungspakt. Dafür wäre ich bereit, auf Subvention von Färbemitteln und auf Subvention von meinetwegen Handelsmarine zu verzichten. Und ich wäre bereit, eine Verpflichtung zu schulden. Ware wollt ihr nicht. Zollfreiheit für Färbemittel und Zollfreiheit für Tabak. Ja, kann ich jetzt noch irgendwie versüßen? Waren? Wenn ihr mir zum Beispiel Luxuskleidung geben könntet. Ja. Was brauchen wir noch bei uns? Wir brauchen Möbel eigentlich, aber das haben sie nicht im Angebot. Dann nehmen wir halt noch Tabak. Und Tee. Und Schnapp ist. So, da können wir sogar noch ein bisschen Geld nehmen. Oder wir stoppen den Fischhandel. Wir lassen den Fischhandel weg. Und dann würde ich sagen, passt das soweit. Dann haben wir keine Subvention. Die haben Zollfreiheit auf Tabak, den sie uns auch schicken.
Wir haben Handelsprivilegien, Machtblock. Na gut, meinetwegen. Verteidigungspakt haben wir auch. Das ist doch ein guter Deal. Müssen die nur noch annehmen. Und das tun sie auch. Sehr gut. Als nächstes geht noch der schwedisch-preußische Spaß hier weg. Ah, die wollen uns überraschenderweise kein Geld geben. Die Lümmel. Kann ich euch mit Ware begeistern? Ja, von Sprit zum Beispiel. Schnappes. Der Preuße mag seinen Schnaps, aber auch nicht so besonders viel. Das ist 1. Jetzt noch nicht so viel. Wir warten nochmal ab. Wir haben ja auch 3 Jahre. Derweil müssen wir langsam mal hier ein bisschen Kohle scheffeln. Wir haben relativ viele unrealisierte Steuern. Der Hafen Lorenzo Marquez dauert auch noch an. Wo haben wir denn noch? Wir können auch ein Interesse wählen. Zum einen. Ich bin Briten. Oder nee, hier. Arabische Insel. Ein bisschen weniger Erfolg, aber dafür weniger Zeit. Das ist gut. Wir können unsere Flotte schon mal nach hier hinschicken. Achso, steht eh schon hier unten, das ist gut. Unsere Kompanie hat schon ein Regional-HQ, also ein regionales Headquarter in Norwegen. Das heißt, die schnappen sich auch Holz in Norwegen. Und bei uns natürlich ganz viel. Haben schon ordentlich Kompanieprofit. Das ist schön. Wir haben aber nicht das Holzfäller-Monopol. Könnten mal versuchen, irgendwo einen Deal zu kriegen mit Kompanierechten. Kompaniemonopol auf Handelszentren ist auch krass. Holzfäller. So, dazu brauchen wir aber Investitionsrechte. Und dann geht es mit dem Kompaniemonopol. Das finden die aber eher scheiße. Müssten wir hier mal alles, was die noch so schlecht finden, müssten wir mal streichen. Holz wollen die auch nicht mehr. Als Privilegien bleiben. Tja, minus 400. Ich glaube, das kriegen wir nicht irgendwie überbrückt. Wahrscheinlich noch so viel geben. Oh, der will jetzt noch Getreide geben. Ein Tuch. Oh, Möbel, das ist natürlich sehr gut. Möbel haben wir nämlich nicht, wie wir festgestellt haben. Kann es noch irgendwas geben? Zollfreiheit? Nö. Staaten übertragen auch nicht. Und Vertragshafen natürlich famos. Shandong. Nehmen wir das mal hinzu und machen das Kompaniemonopol weg. Und die Investitionsrechte brauchen wir ja auch nicht mehr. Nehmen wir noch minus 148. Zollfreiheit für Tee, geht nicht für Tuch und Zollfreiheit für Färbemittel, für Seide. Kannst du uns auch Seide bringen? Ne, wahrscheinlich eh schon, ne? Wir können auf dem Weltmarkt kein Tee und keine Färbemittel handeln, das würde ihnen auch noch gefallen. Geht nicht, das handeln wir, glaube ich. Wir dürfen das nicht mit dem Weltmarkt handeln, ne, dann lassen wir das lieber. Ein Tuch nehmen, ja gut, minus 74. Noch bei minus 74.
Und das geht nur bis plus 43. Also da kommen wir wohl nicht überein. Wir können auch Investitionsrechte denen geben. Aber sonst kriegen wir das wohl nicht hin. Schade. Die Handelsprivilegien noch canceln, aber auch das reicht nicht aus. Nee, das reicht einfach nicht. Qing wird das ablehnen. Sind einfach noch nicht gut genug Buddies. Aber ich glaube, hier ist jetzt unser Interesse geweckt. Das heißt, wir könnten mal in Mara einfallen. Das kostet auch nur 3 Infamie. Unsere Armee. 18 Mann können sich hier mal bereit machen. Hier, Großbritannien hat den Oman erobert. Wieso das denn jetzt? Und produziert das gefälligst? Ich würde gerne mal alle meine Einheiten mal aufwerten, wenn es geht. Kann hier, glaube ich, auch nichts weiter hinzufügen, ne? Ne, wir erobern jetzt einfach Mara, Katiri und dann den Quasamidenstaat. Auch gut, ein bisschen Blei und Klamotten. Kriegen hier auf jeden Fall ein paar Bleiminen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Was haben wir eigentlich für Probleme? Artilleriemunition. Wieso? Ach, wir stellen gar keine Artillerie her oder so, ne? Wir haben noch gar keine riesige Produktion. Dann sollten wir vielleicht das auf die Handfeuerwaffen. Markt, Schwedisch. Artillerie, Handfeuerwaffen und Handfeuerwaffen und Munition. Gibt's ja nicht. Bei uns gerade teuer. Munition ebenfalls importieren. Lebensmittel auch importieren. Was? Norwegen? Ach, der Norweger macht das hier. Versucht er zumindest. Der Glaube kennt keine Grenzen. Kapkolonie mag uns. Oh ja gut. Spricht ja nichts dagegen. Du hast keine Schiffe. Ich greife hier dann gleich auch nochmal Katiri an. Damit wir da landen können. Die 18 Mann sind wir schon mal nach Schweden, nach Afrika. Gegenteil von Schweden quasi. Oh, wobei, die einen sagen so, die anderen so, ne? Wir haben gerade ziemlich hohe Preise für Eisen und Holz. Und wir werden hohe Preise für Papier haben. Das heißt, wir brauchen auch noch Papierfabriken. Vielleicht da, wo sie am sinnvollsten sind. Wehrland. Vorne. Was ist denn nun los? Sezessionsbewegung. Unverschämtheit.
Ja, erobert das da jetzt mal. Nee, ich will nicht unseren Lebensstandard für die Unterschicht verschlechtern. Kann man jetzt hier nicht wieder drauf gucken? Nee. Also keine Ahnung, wie groß unsere wöchentliche Innovation ist. Aber wir haben den schwedischen Jemen. Den wir auch inkooperieren. Habt ihr eigentlich einen Hafen? Ah ja, guck. Einen Hafen haben wir schon mal. Allerdings kein Frachthafen. Wir werden jetzt hier gleich nach den Eroberungen auch nochmal unsere Produktionsgeschichten da upgraden. Oh, Ägypten stellt sich auf die Seite von den Kollegen hier. Das macht die Sache natürlich nochmal ein bisschen spannender. Ja, ich kann Großbritannien mit Klientelländern übertragen ein. Beordern hier. Und den Hejaz erobern. Der hatte noch nicht seinen Krieg mit dem Osmanischen Reich, glaube ich. Deswegen. Das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach den Hejaz mir nehmen. Und Geldübertragung. Das kostet so viele also hier das. Bei 11.000 könnt ihr mir geben? Ne, kann nicht. So geht das nicht. Achso, weil wir nicht auf Pause gedrückt haben und deswegen in der Kriegsverlaufsphase sind. Erst mal, dass das hier rüber funktioniert. Und die Wachstumstempo für 10 Jahre erhöhen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wieso wird das hier eigentlich nicht erobert? Kann mir das einer erklären? Das ist hier so ein lustiger, wir können nicht erobert werden, Bug. Kann ich gerade nicht so richtig drüber lachen, muss ich sagen. Naja. Wir haben nochmal ein Interesse. Das können wir dann hier oben ausbreiten. Oh, 20 Prestige. 20 Prestige ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß, dass ich Soldaten habe. Kommen die wohl? Munitionsdepots. Munition brauchen wir Blei und Schwefel, glaube ich. Wo haben wir denn Schwefel? Oh ja, in Norwegen. Sehr gut. Haben wir Blei? In Svealand. Hm.
Passt also wenig überraschend nicht so richtig gut zusammen. Okay, wir haben da eine Marine zerschossen. Dann haben wir da jetzt eine Dash erobert. Wir haben endlich das Katiri-Land erobert. Oh, da kommen ganzen Haufen Truppen an. Ich kann diese eine Typi versuchen, über einen Marineangriff das zu erobern. Okay, Tatsache. Wir sind müssen hier mal verteidigen. Für diese Invasion abbrechen und stattdessen mit den 12 Mann, diesen 12 hier. Ach man, ich muss ja hier bei das Menü. Vielleicht Oberägypten mit 12 Mann angreifen. Und verteidigen, wenn es geht. Ach so, der hat ja auch noch Truppen. 18 Mann. Na gut, dann brechen wir das hier ab. Und machen eine... Läuft nicht so gut wie erwartet, sage ich mal. Ja, wir haben eine Dash erobert, wenig überraschend. Können die 12 hier nochmal versuchen, ihr Glück versuchen. Wir haben mehrere Fronten. Achso, ja, wir haben ja hier jetzt noch einen Bürgerkrieg. Der auch gleich ausbricht. Oh, Ägypten hat scheinbar noch mehr Kriege. Das heißt, den Hejaz können wir wohl kriegen. Wir haben koloniale Ausbeutung endlich mal erforscht. Wollen wir eine völlige Trennung von Kirche und Staat? Ja, kriegen wir aber nicht durch. Nationalgarde haben wir eigentlich auch. Grundbesitzer war das jetzt auch nicht so gut. Kein Gesundheitssystem ist auch eigentlich eher schlecht. Kopfsteuer schon gut. Hier hätte ich natürlich gerne ein anderes Gesetz. Interventionismus. Na. Staatliche ohne Entschädigung gibt es dann nicht mehr. Weniger Beitrag von den Kapitalisten, davon haben wir aber noch nicht so viele. Wir versuchen mal unser Glück. So, die 12 Mann müssten mal nach da diesen Aufstand niederschlagen. Wenn es keine weiteren Mühe macht.
Und ihr könntet... ich glaube Mittelägypten ist... Nee. Unterägypten ist die Hauptstadt von Ägypten. Wir haben den Hejaz bereits. Okay, wenn wir jetzt hier anfangen, die Schlachten wieder zu verlieren. Dann möchte ich doch lieber, dass wir die Front verteidigen. Und dass du hier mal rüberfährst. Ah. Mann, dahin. Kämpft hier gegen einen General sozusagen. Höhere Bildung, das ist doch schon mal gut. Wir freuen uns über die Bildung unserer Leute. Handelszentren, Holzfällerlager, auch darüber freuen wir uns. Wir werden keinen weißen Frieden machen. Hä? Den Hejaz schon wieder verloren? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ist das jetzt dieser Bug, dass die Sachen nicht erobert werden? Gab zumindest mal so einen Bug, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ne, scheinbar haben wir das jetzt gerade erobert. Jetzt müssen wir wieder nach da fahren, wir müssen gleich den Hejaz nochmal erobern. Oder haben wir hier irgendwo einen einzelnen Soldaten? Haben wir hier eigentlich auch nicht, ne? Na gut, ihr werdet es wohl hoffentlich gleich mal geschafft haben. Hier schneller durch, ne, kannst du nicht. Leere Taschen. Anti-Osmanen. Wenn man Frieden will, muss man sich für den Krieg wappnen. Mit Jabal Shammar einen Vertrag über Militärhilfe schließen? So? Hm, scheinbar. Wärt ihr dann mal so frei, das hier einfach komplett zu erobern? Ginge das wohl? Ach, was dauert denn das hier so lange? Gut, wir müssen halbieren. Und hier einen Kämpfer hinsetzen. Und offensichtlich... Herr Just befindet sich nicht mit mir im Krieg. Okay. Und dann hier so ein bisschen mehr Druck überall aufbauen.
Wir haben hier deutlich mehr Ägypter als andere Leute. Möchte ich hier gerade nur mal anmerken. Ich kämpfe auch immer nur so 6 gegen 4. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Was ist denn hier eigentlich los? Goldstein übertragen. Der deutsch-dänische Krieg beginnt. Wenn wir hier in Ägypten unterwegs sind. Kann es ja auch nicht sein. Ja, wir begrüßen natürlich die Unterstützung. Und keiner greift ein. Keiner greift ein. Partei, das Institut für Philosophie, erhöhten Universitätsdurchsatz, alles tutti. Okay, -1, ja komm. Ja, den hätte ich das jetzt endlich mal übertragen. Für Freunde sein. Wenn ich jetzt Dänemark zum Beispiel, sagen wir mal, zum Protektorat machen wollen würde. Wir versuchen das nochmal. Schweden 2. Natürlich gerade meine Armeen alle nicht da, aber die kommen ja vielleicht mal wieder. Achso, ich sollte vielleicht auch meine Flotte dann da hochfahren. Ziel beeinflussen. Landbefreiung. Raum ankriegen. Oh, der Russe ist mit drin. Hehe. Ojo übertragen, Ostseeprovinzen. Nicht. Okay. Das könnte ein Problem werden. Ach, die 8 Mann kommen ja nicht mehr rüber, oder wie? Ah, schade. Ich denke, das wird nix.
Ich glaube einfach nicht, dass wir diesen Krieg hier gewinnen können. Die Frage ist, ob wir es ausfechten sollen. Mit Frankreich oder so würde ich das machen, aber Preußen alleine wird nicht gegen Russland bestehen. Das heißt, wir haben doch gespeichert irgendwo. Bin mir sicher, dass wir gespeichert haben. Schweden. Schweden 1. Ach, da war Schweden 2, glaube ich gerade, ne? Hab's, glaube ich, gerade gesehen. Ja, aber das ist auch noch ein okayer Speicherstand. Hier, schneller. Sehr gut. Militär. Skandinavien Hauptquartier. Und die müssen erstmal ins Hauptquartier. Wir wollen trotzdem Dänemark erobern. So, jetzt kannst du mich auch einfach direkt mit der Fünfertruppe hier angliedern. Und ihr gebt ein Dulli an die hier ab. Dann könnt ihr euch auch schon wieder mobilisieren. Guck mal, ob Russland auch beitritt, wenn wir Preußen nicht dazu holen. Berliner Zugeständnis. Haben wir unsere Verträge verloren? Ne, aber in 4 Monaten. Nö, das wollen wir nicht. Und diesen Vertrag nochmal eventuell neu verhandeln. Und das wegmachen. Militärhilfe nicht behalten. Dafür würden wir dir Ware geben, die du nicht für uns hast. Wir würden Ware nehmen. Handfeuerwaffen. Artillerie können wir trotzdem nehmen. Na, den Rest brauchen wir jetzt eigentlich nicht so dringend. Dann könnten wir dir Zollfreiheit anbieten für Handfeuerwaffen und für hier meinetwegen. So, wir haben keine Subventionen können wir anbieten für Handfeuerwaffen und für Wein meinetwegen. Gibt es noch irgendwas, was du mir hier Gutes tun möchtest? Schwefel vielleicht? Ne, Blei auch nicht. Getreide willst du nicht handeln. Stahl willst du auch nicht handeln. Handfeuerwaffen kriegen wir schon. Dünger auch nicht so der Fan von. Hier haben wir auch nichts. Zollfreiheit haben wir auch nicht. %, nimmt er an. Ja, sehr gut, hat ihn angenommen. Institut für Philosophie, ja. Meine Leute sind schlau. Russland stellt sich trotzdem auf die Seite Dänemarks.
Und wir können da nichts gegen tun. Nur Holstein befreien. Hm. Ja, ich glaube nicht, dass wir die besiegen werden, um ganz ehrlich zu sein. Zumal die Armeen auch nicht so richtig zurückkommen. Wenn wir nach da gehen. Feldzug für den Wandel. Über Erlassungserfolg Chance. Und diese 1000 Mann dahin. Dahin, okay. Müssen wir peu à peu Organisation zurückkriegen. Otto kommt auch langsam wieder an. Problem meine 7000 Mann. Und da ganz langsam. Belgien stellt sich auf die Seite Dänemarks. Belgien. Jetzt auch noch. Ziehen sich preußische Truppen zurück. Achso, weil da eine neue Front aufgemacht wurde. Ja, ich glaube, das sieht so mittelmäßig aus. Wir können ja mal ein paar Kriegsziele übertragen. Wir nehmen jetzt einfach ganz recht hier das alles mit. Und wir nehmen... Achso, wir haben sonst nichts weiter. Ja, das reicht. Wir haben gewählt. Du machst mal eine Invasion nach... Am besten eigentlich nach Seeland, ne? Okay, es wird nicht klappen, weil die Russen haben eine Flotte. Ja. Laufen die Gefechte. Die Defensive läuft gut. Die Offensive läuft gar nicht. Was ist hier los? Okay, der Markt wird blockiert. Die Flotte ist besiegt. Gut. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal noch. Wobei ich sagen muss, der Kampf hier unten sah gut aus. Wir lassen erstmal unsere Armeen zurückziehen. Zurückkehren meine ich natürlich.
sehen wir weiter, was wir machen können. Wir könnten allerdings den Quasimidenstaat hier. Das könnten wir natürlich noch machen. Das ist jetzt nicht der ganz große Krieg, aber egal. Schließt sich mal den 8 wieder an. Dann holen wir uns noch den Natsch. Dann warten wir darauf, dass irgendwas passiert. Wir können auch Macron und... Nein, wir haben kein Aufenthaltsrecht da. Oh, was ich noch vergessen habe, wir können natürlich hier auch fröhlich Kolonien gründen. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Und noch einen Agitatorenplatz mit einem landreformierten. Naja, lassen wir das mal. Wir brauchen noch mehr Sachen. Radikale Ausweitung. Ins Svealand werden unglücklich, ja. Wie stehen denn die Industriellen so? Ach, die sind auch gerade... Ja gut, nee, dann haben wir lieber mehr Radikale. Schauen uns hier mal die Wahl an. Die Volkspartei, Radikale Partei, hat komplette Momentum auf ihrer Seite, aber nicht die nötigen Wähler. Hier brauchen wir nicht so viele Sägewerke. Okay, wir können unseren Bausektor hier noch ein bisschen verteuern. Wir bauen wir so viele Holzfällerlager. Streichen das. Kann der Privatsektor hier bauen. Baut der auch schon überall, wo es möglich ist. So. Angreifen. Wenn wir hier irgendwas Sinnvolles ändern, können die Landbewohner mit reinpacken. Ja, nicht sinnvoll. Seht euch ziemlich viel Einfluss. Achso, das ist... Ach so, wir müssen den Vertrag nochmal neu machen. Gut, das mache ich dann in der Pause. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben gerade Plusgeld, das ist sehr schön. Ihr seht, unsere Kolonisierungsarbeiten laufen. Und auch hier unten, wir haben Südafrika, soweit es geht, erobert. Okay, das dauert eine ganze Weile. Ja, das sind die Staaten, für die wir Kunai brauchen. Ne? Die haben leichtes Malaria. Da brauchen wir eigentlich dann auch Chinin, so schnell es geht. Brauchen wir das vielleicht sogar vor dem ganzen Kram hier? Ja. Brauchen wir eventuell sogar vor dem ganzen Kram hier. Dann die Konservefabriken und dann brauchen wir das Siemens-Verfahren. Würde ich sagen. Okay, das wird noch eine ganze Weile dann dauern. Wir haben 72 Weekly Innovation. Das ist okay. Ich würde vorschlagen, wir erweitern hier jetzt mal unsere Produktion. Oh, Blei wird dann interessant. Und wir können Porzellan selber herstellen. Ja gut, wir haben noch keinen Stahl. Das heißt, wir machen alles noch mit Schmiedewerkzeugen.
Papier brauchen wir. Wir haben noch keine Maschinen. Auch die können wir importieren. Wir haben auch noch keinen Dünger. Wir wollen natürlich Erntewerkzeuge. Wir wollen so wenig Hops wie nötig benutzen. Hier haben wir schon Kondensdinger. Das brauchen wir nicht. Kondensationsmotorpumpen. Den Goldminen wäre ich den Sprengtest gar nicht so abgeneigt, aber wir lassen das jetzt mal. Wir haben ein Berufungszentrum, auch nicht schlecht. Hier müssen wir jetzt mal auch upgraden. Wir haben schon ein bisschen Kohle. Wenn wir Motoren uns so holen, dann können wir das auch so machen. Das bleibt auch alles so, wie es ist. Fischerei können wir ein bisschen upgraden. Zentren können wir noch nicht verbessern. Kompanie, Regionalhauptquartiere können wir auch nichts machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt warten wir, bis unsere... Ach, Mist. Na gut, ne. Das war dumm, weil der Handelsvertrag hier ausläuft. Okay, der Kampf geht hier noch nicht los, weil es ein bisschen weit zurückgespult. Egal. Freunde, ich mache das gleich offscreen nochmal. Grade hier alles ab auf die aktuellen Produktionspunkte, Produktionsdinger. Den Krieg machen wir und ich werde den preußischen Handelsvertrag nochmal so ändern, wie wir es gerade schon mal gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören und sage bis dann, genießt das Wochenende und bye bye, ciao.